In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr einen Zombie-Koala-Bären sprüht. Hallo! Mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Und jetzt sind wir auch schon mittendrin. Ich nehme für die Erstanlage einmal ein Gemisch aus 2 Rot-Orange-Schminke plus 1 Tropfen Ultramarin und 6 Tropfen Wasser. Hierfür nutze ich meine Torgon mit 0,3er Düse. Da verstopft die Farbe auch nicht so flott, beziehungsweise die Düse nicht so flott. Und mit der kann ich sowohl Flächen gut sprühen, aber auch sehr dicht und feine Strukturen, wie hier beispielsweise die einzelnen Härchen sprühen. Der Maluntergrund ist ein DIN A3-Karton, das Artboard, was ich hier verwende. Die Besonderheit hierbei ist, dass ich auf diesem sehr gut kratzen kann, auch radieren kann, ohne dass der Karton direkt beschädigt wird von der Oberfläche her. Hier wird das jetzt auch ein Mix sein mit dichter dran gehen zum Maluntergrund mit der Sprühpistole. Allerdings auch werde ich viel flächig arbeiten und dann gehe ich vom Maluntergrund natürlich ein bisschen weiter weg. Hier werde ich jetzt gerade ein paar feine Strukturen, Striche einarbeiten, ziemlich kurze Striche. Ich habe jetzt hier auch festgestellt, also meine Pistole, ich habe ja vorher gesagt, ne, die verstopft jetzt nicht so sehr, aber doch, die hat jetzt gerade ein bisschen rumgezickt tatsächlich. Ne, passiert mir auch, wie ihr seht. Ich habe ein bisschen ja, das Ganze punktiert, ist aber jetzt bei dem Bild nicht so schlimm. Es wird jetzt auch noch gleich viel radiert, genau, und dann reinige ich die Pistole sowieso einmal zwischen. Im Gesicht selbst hat der Koala viele kurze Linien bzw. kurze Fellstruktur. Daher nutze ich jetzt hier auch Punkte und kurze Linien quasi, um die Fellstruktur einmal anzudeuten. Dann übersprühe ich das Ganze nochmal leicht, übernebel das einfach nur, also nicht, dass das zu dunkel wird. Genau, und an den Seiten, also da wo die Ohren sind, ja, hat er eben zottliges Haar, ziemlich lang. Da arbeite ich mit auslaufenden Linien. Um die Augen herum ist der Koala ziemlich dunkel und da arbeite ich auch relativ dicht mit der Airbrush-Pistole am Maluntergrund. Und ja, führe da einmal die kurze Struktur bzw. Linienführung durch. Den Augapfel spare ich hier aus, damit später die Wirkung auch richtig gut ist vom Augapfel, weil der bekommt eine andere Farbe. Ja, bleibt unbedingt dran, damit ihr euch das Ergebnis dann später auch mal anschauen könnt, wie es denn aussieht und wie ich das jetzt hier Schritt für Schritt aufbaue. Umso dunkler, ne, umso größer ist natürlich der Kontrast zu der helleren Farbe später. Jetzt arbeite ich auch die Linien bzw. das Haar von dem Ohr auf der linken Seite aus. Ja, und jetzt geht es hier auch schon ein bisschen weiter mit dem Körper bzw. mit der Nasenpartie. Und jetzt kommt der erste Radiergang. Da werden noch ganz, ganz viele folgen, um einfach später auch Tiefenwirkung zu schaffen. Ja, je mehr ich jetzt hier radiere, das Ganze wieder übersprühe, wieder ausradiere und wieder übersprühe, desto besser wirkt das auch von der Fellstruktur her und von der Tiefenwirkung her. Was man dabei allerdings berücksichtigen muss bzw. beachten sollte, ja, ist einfach, ob das Material eben das Ganze, ja, die Radiersession sozusagen mitmacht und das Übersprühen wieder. Deshalb habe ich jetzt hier bewusst das Artboard genommen, weil das ein sehr robuster Karton ist, wo ich gut drauf radieren kann und auch gut drauf kratzen kann. Das geht allerdings auch auf diesem Karton nicht endlos. Wenn ihr also mal etwas Radierintensives habt, dann überlegt gut, welches Material ihr als Maluntergrund nutzen wollt. Ne, das macht da keinen Sinn, dann
sage ich mal, sehr dünnes Skizzenpapier zu verwenden, weil dann habt ihr das Skizzenpapier ganz schnell durchlöchert. Es ist alles noch dasselbe Farbgemisch, was ich hier verwende. Jetzt nutze ich hier allerdings einen anderen Radierer, diesen Mono Zero Eraser von Tombow oder Tombow. Ich weiß noch immer nicht, wie der ausgesprochen wird. Aber egal, ich verlinke es euch wieder in der Infobeschreibung. Auf jeden Fall, mit diesem Radierer habt ihr die Möglichkeit, sehr feine Linien zu radieren. Und das ist natürlich super bei Fellstruktur. Und wenn ich allerdings etwas Flächiges radieren möchte, ja, und sehr vorsichtig mit dem Maluntergrund agieren möchte, dann nutze ich jetzt hier diesen weichen Faber-Castell Radierstift mit rosafarbener Stiftseite sozusagen. Ich möchte noch auf einen Kommentar eingehen. Es hat letztes Mal jemand gefragt, ob man auch die Vorlagen, die ich hier, also die Werke, die ich hier erstelle, auch erwerben kann. Zukünftig soll das tatsächlich geplant sein, dass ihr auf einer Webseite gehen könnt und da an die Vorlagen kommt. Ich muss dazu sagen, ihr könnt alles natürlich hier auf dem Kanal nachmachen. Allerdings ist das immer so eine Sache mit dem Veröffentlichen. Das würde ich euch nicht empfehlen. Ich nutze hier ja einen Dienst, ja Freepik, das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist übrigens jetzt kostenlose Werbung, ne, weil ich den Dienst auch total genial finde. Aber der ist natürlich auch damit verbunden, dass ich hier die Vorlagen natürlich nutzen kann, ja. Aber ich darf das jetzt nicht in dem Sinne an Dritte jetzt weitergeben oder ähnlich. Ne? Also das bitte berücksichtigen. Das heißt, ihr könnt es natürlich nachmachen, ja, aber jetzt nicht irgendwie veröffentlichen oder ähnlich. Ja, jetzt geht es weiter mit der Nasenpartie und mit der Fellstruktur. Ich radiere die jetzt ein bisschen aus mit dem weichen Radierer wieder. Da achte ich auch darauf, dass es eben nicht gegen die Linienführung sozusagen ist, sondern mit der Linienführung. Also immer natürlich mit der Kopfform gehe ich damit. Ja, jetzt hier den Mono Eraser, den nutze ich ja eben für die feinen Härchen. Also wenn ich da schon tatsächlich bessere, längere Härchen quasi darstellen möchte, ausradieren möchte mit dem Stift, da klappt das Ganze sehr gut mit. Damit das auch zusammenhängend bleibt, werde ich das gleich auch wieder übersprühen. Ja, also ich lasse das jetzt nicht so aufgesetzt von den Linien her, auch wenn ich gleich ein paar Linien oder Highlights auskratzen werde. Da habe ich auch gleich eine coole Technik für euch im Petto. Also bleibt unbedingt dran, damit ihr das nicht verpasst. Ja, jetzt übersprühe ich das jetzt wieder ein bisschen dunkler. Da gehe ich jetzt auch wieder mit der Kopfform mit. Mache die Augenpartie hier noch dunkler, damit das alles wieder zusammenhängt, wie vorhin auch erwähnt. Nach wie vor ist das dasselbe Gemisch, also dasselbe Farbgemisch. Ich nutze gleich aber auch noch das Schminkeschwarz, um die ganz dunklen Partien auch sehr dunkel eben darzustellen, weil der kleine Kerl ist ja hier ziemlich düster und das muss ja passen zu Halloween bald, ne? Wie vorhin auch erwähnt, verlinke ich euch wieder alle Materialien in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links. Also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision und freue mich. Yay! Vielen Dank an diejenigen, die bereits das schon getan haben, zahlreich. Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr darüber bestellt, habt ihr dadurch keinerlei finanziellen Nachteil. Und jetzt nochmal Werbung in eigener Sache. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder gefällt, dann hinterlasst auf jeden Fall ein Abo da, ne? Liked, kommentiert das Ganze und falls Fragen sind, ihr wisst, wie ihr mich finden könnt. Und wer Lust hat auf einen kleinen Zombiefisch, der möge oben rechts einmal draufklicken. Viel Spaß beim Tutorial, bis gleich! Und wie soll es jetzt anders sein? Es geht weiter mit dem Radieren. Also erst die Farbe mühselig auftragen und jetzt wieder mühselig runtertragen. Ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall.
Natürlich habt ihr die Möglichkeit, das auch alles zu sprühen. Oder ihr könnt aber auch einen Pinsel verwenden, wenn ihr mögt. Es gibt viele Möglichkeiten, Haarstruktur zu nutzen und ihr findet sicherlich auch was in den Tutorials. Schaut euch mal um auf meinem Kanal, da gibt es schon das eine oder andere. Ja, jetzt werde ich noch ein bisschen die zottlige Form hier ausarbeiten und ja, die Unebenheiten in der Fellstruktur bzw. die Dunkelheiten. Und gleich wechsle ich auch schon dann die Farbe und nutze dann das Schwarz von Schminke. Ja, und jetzt geht es weiter wieder mit dem Radieren. Also jetzt nimmt auch das Ganze langsam Form an. Gleich nutze ich noch einen Special-Radierer. Deshalb sagte ich ja vorhin, es gibt noch eine Spezialtechnik hier, die ich einmal vorstellen möchte oder einen speziellen Radierer eben vorstellen möchte. Also bleibt auf jeden Fall dran, damit ihr das nicht verpasst. Noch ein wichtiger Hinweis, bevor ich das vergesse: Wenn ihr vorhabt, bei einem Werk zu kratzen mit einem Skalpell oder ähnlich, dann natürlich erstmal das sowieso vorsichtig machen. Aber wenn ihr das vorhabt auf dem Maluntergrund, dann hebt euch das auf jeden Fall bis zum Schluss auf, weil der Maluntergrund wird da natürlich sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn ihr das macht, ist die Oberfläche erstmal zerstört tatsächlich. Und wenn ihr dann darüber wieder sprüht, dann kann das durchaus sein, dass der ein oder andere Karton hier einmal nachgibt, ja, und das unschön dann aussieht, ja, weil die Oberflächenbeschaffenheit eben kaputt ist. Deshalb kratzen, einmal bitte zum Schluss das Ganze machen, damit ihr auch sichergestellt habt, dass der Karton das auch noch mitmacht. Ja, und jetzt habe ich endlich die Farbe gewechselt. Ich bin jetzt bei Schwarz, wie ihr seht. Und das Schwarz von Schminke, ich weiß nicht, wie das bei anderem Schwarz ist. Also ich nutze ja bis jetzt immer nur das Schwarz von Schminke tatsächlich, ja. Das sind immer, wenn man das übersprüht, ein bisschen bräunlichen Ton. Das kommt aber hier gerade bei diesem kleinen Kerl ganz gut an. Ne? Ist ja ein Zombie-Koala-Bär. Der hat auch so bräunliche Stellen. Also von daher lasse ich das auch und ich wirke da nicht entgegen. Ja, jetzt geht es auch wieder mit dem Radierer einmal drüber, ne? Und gleich nutze ich noch den Special Radierer. Jetzt gehe ich aber nochmal bei den Augen nochmal mit dem Schwarz drüber. Da gehe ich auch relativ dicht dran. Hier die Punkte auf der Nase, die sprühe ich jetzt nochmal. Das radiere ich gleich auch wieder nochmal aus. Ja, und später werde ich noch einen Jelly Pen nutzen, also einen weißen Gelmarker. Da werde ich noch die einzelnen Punkte eben ausarbeiten. Über der Nase werde ich jetzt auch noch ein bisschen, oder das habe ich jetzt hier schon gemacht, das seht ihr, einen Schatten einmal ausarbeiten. Ja, da gehe ich auch relativ dicht dran. Und da drüber gehe ich noch mal ein bisschen weiter weg und arbeite da ein bisschen mit einem Verlauf. Ja, jetzt bekommt er schon auch ein bisschen mehr Tiefenwirkung. Ja, jetzt durch das Radieren kommt immer weiter noch mehr Tiefenwirkung dazu. Ne, ich achte auch darauf, dass ich nicht immer auf die selbe Stelle bin und das immer ausradiere. Vor allem Dingen, wenn das jetzt einzelne Härchen sind, die ich da rausradiere. Jetzt, wenn es flächig ist, natürlich schon. Na, aber wenn es jetzt so einzelne Highlights sind, dann achte ich darauf, dass das nicht immer dieselbe Stelle ist, natürlich. Und ihr seht jetzt, ich habe bis jetzt auch immer den weichen Radierstift genutzt und den Mono Eraser Stift verwendet, ja. Und auf der rechten Seite seht ihr schon, ich habe jetzt auch ein bisschen gekratzt. Das seht ihr auch auf der linken Seite vom Ohr. Und das übersprühe ich jetzt auch ein bisschen. Also so sieht das jetzt aus, dass ich das jetzt mit dem Skalpell eben gemacht habe. Ich habe da jetzt eine Klinge nur und damit habe ich jetzt gekratzt. Ach, jetzt kommt der Special Radierer, ne, und den kann ich euch wärmstens empfehlen, aber tragt auf jeden Fall Handschuhe, weil das ist ein Glasfaserradierer. Also es ist wirklich Glasfaser in diesem Radierer gebündelt, ja.
Und der sorgt dafür, dass ihr super feine Strukturen, feine Fellstrukturen eben ausradieren könnt. Also wirklich super das Teil, aber mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also würde ich jetzt nicht ohne Handschuhe arbeiten. Das sind wirklich Glassplitter, ne? Weil es Glasfaser sind, wenn ihr mit dem Radierer eben arbeitet. Ja, jetzt geht es noch zum Hintergrund, weil der wird ja jetzt hier ein bisschen angestrahlt, der kleine Kerl. Ja, und jetzt kriegt er noch eine coole Augenfarbe. Das mache ich jetzt aber mit einem Marker. Ihr könnt das natürlich auch brushen. Und hier nochmal gehe ich mit dem Jelly Pen rauf und setze da noch ein paar Glanzlichter. Ja, jetzt habe ich hier natürlich noch rumgesaut. Kann ich jetzt noch mal ein bisschen korrigieren. Das passiert auch mir. Ich gehe da jetzt noch mal mit Schwarz drüber. Und jetzt sind wir schon am Ende. Ich hoffe, ihr seid noch nicht am Ende und habt noch Bock auf die Airbrush-Technik. Deshalb schaut euch unbedingt hier die süßen Tierporträts an. Viel Spaß dabei und bis gleich.